Ihr spielt mit dem Gedanken, ins 3D-Druck-Hobby einzusteigen oder habt euch bereits einen FDM-Drucker zugelegt? Doch irgendwie wirken nun all der Technikkram und die vielen Einstellmöglichkeiten so kompliziert und ihr wisst einfach nicht, wie ihr als Einsteiger tolle Druckergebnisse erzielt? Dann ist diese zweiteilige Videoserie genau für euch. Denn in den folgenden Minuten und im zweiten Teil dieser Serie erkläre ich euch, wie ihr mit Filament am besten druckt und dabei typische Stolperfallen umgeht. Dazu gibt's jede Menge Tipps und Tricks, die euch das 3D-Drucken erleichtern werden. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Zunächst ein paar kurze Infos rund um 3D-Drucker im Allgemeinen. Für den Heimgebrauch gibt es zwei verschiedene Druckerarten, SLA und FDM-Drucker. SLA steht für Stereolithografie und nutzt Harze, das über einen UV-Laser Schicht für Schicht gehärtet wird. Umgangssprachlich nennt man SLA-Drucker auch Resindrucker, die dann zum Beispiel fürs Drucken von filigranen Tabletop-Miniaturen eingesetzt werden. Die FDM-Drucker, um die es in dieser Serie geht, arbeiten mit geschmolzenem Kunststoff, der ebenfalls Schicht für Schicht aufgebracht wird. Der Kunststoff kommt hierbei als eine Art langer Faden auf einer Spule daher, um in den Druckkopf eingezogen und nach dem Erhitzen über eine Düse wieder ausgegeben zu werden. Die Druckschichten sind hierbei etwas dicker als bei einem SLA bzw. Resindrucker, was man bereits an den typischen Schichtlinien erkennt. Jahrelang waren solche Schichtlinien nicht zu übersehen, doch mittlerweile ist die Technik extrem vorangeschritten. Aktuelle Drucker, wie zum Beispiel der Bambulab P2S, drucken die Schichten extrem präzise übereinander und je nach Einstellung sieht und fühlt man fast keine Schichtlinien mehr. Und sobald erstmal Farbe auf so einem Modell ist, dann muss man schon fast eine Lupe rausholen, um die Linien zu erkennen. Warum ich den Bambulab P2S erwähne? Vor rund einem halben Jahr wollte ich meinen K1-Drucker von Creality durch ein neueres Modell ersetzen und schrieb deshalb den Hersteller Bambulab für eine Kooperation an. Bambulab stellte mir daraufhin kostenlos einen P2S-Drucker zur Verfügung, genauer gesagt die Combo-Variante mit dem AMS2-System, um in einem Druckvorgang mehrere Filamentsorten bequem verarbeiten zu können. Mehr zu mehrfarbigen Drucken gibt's im zweiten Teil dieser Einsteigerserie. Mittlerweile ist mein P2S-Drucker bereits über 1400 Stunden gelaufen, sodass ich die unterschiedlichsten Modelle mit verschiedenen Settings drucken und so jede Menge Tipps für euch sammeln konnte. Und auch wenn ihr in dieser Serie immer meinen Bambu P2S-Drucker seht, sind fast alle Tipps universell nutzbar und gelten somit auch für aktuelle Drucker anderer Hersteller. Nichtsdestotrotz kann ich euch den P2S nur wärmstens empfehlen. Das Einrichten und die Bedienung ist dank Auto-Leveling wirklich kinderleicht und selbst mit den Werkseinstellungen werden eure Drucke bereits 1A. Hinzu kommen die vergleichsweise hohe Druckgeschwindigkeit mit 600 mm pro Sekunde sowie eine Druckplatte mit 256 x 256 mm Fläche und 256 mm Bauvolumen in der Höhe. Außerdem überwacht im Inneren des Druckers eine eingebaute Kamera nicht nur den Druckvorgang und reagiert dank Geräte-KI auf mögliche Fehler, die Kameraaufnahmen lassen sich auch per Handy abrufen. So könnt ihr von unterwegs jeden Druckvorgang kontrollieren, eventuelle Anpassungen vornehmen und natürlich auch neue Drucks starten. Aber nun zu den Tipps rund ums 3D-Drucken mit einem FDM-Drucker. Fangen wir mit den Dateien an, die euer 3D-Drucker ausdrucken soll. Kostenlose oder zumindest sehr günstige Files findet ihr beispielsweise auf Thingiverse, Kulz 3D und in der Bambu Maker World. Dort stellen zahllose Designer aus aller Welt ihre Kreationen zum bequemen Download bereit. Ihr müsst euch nur einen Account anlegen, schon könnt ihr von coolen Tabletop-Items über schicke Dekoartikel bis hin zu nützlichen Haushaltsutensilien alles herunterladen. Weitere Tabletop-Dateien zum Kaufen findet ihr ansonsten in Kickstarter-Kampagnen, in monatlichen Patreon-Abonnements und auf zahlreichen Websites wie MyMiniFactory, Printable Scenery sowie in den hauseigenen Shops von manchen 3D-Designern. Allerdings sind nicht alle Dateien gleichermaßen für den FDM-Druck geeignet. Das gilt besonders für filigrane Modelle mit feinen Details, also beispielsweise Tabletop-Miniaturen. Hier liefern SLA bzw. Resindrucker, wie schon eingangs erwähnt, die bessere Qualität.
Achtet beim Kauf bzw. Download von Dateien am besten auf einen FDM-Hinweis oder fragt gezielt nach. Noch besser ist es, wenn die Datei zusätzlich einen Support-Free-Hinweis enthält. Das bedeutet nämlich, dass sich das Modell problemlos und ohne Hilfsstützen, die sogenannten Supports, auf einem FDM-Drucker drucken lässt. Ansonsten könnt ihr eure zu druckenden Objekte natürlich auch selbst designen. Eine besonders einsteigerfreundliche Software, die komplett über euren Browser läuft, ist Tinkercad. Dort lassen sich mit nur wenigen Klicks beispielsweise individuelle Einlagen für Tabletop- und Brettspiele erstellen. Probiert's einfach mal aus. YouTube ist voll mit entsprechenden Tinkercad-Tutorials. Um eure Datei nun auszudrucken, muss sie über eine sogenannte Slicer-Software vorbereitet werden. Im Slicer wird die Datei dann in horizontale Schichten zerlegt und so speziell für euren 3D-Drucker umgewandelt. Denn wir erinnern uns, 3D-Drucker drucken immer Schicht für Schicht. Die hierbei wichtigste Einstellung ist die Schichthöhe. Denn die Höhe bzw. Dicke der Schichten beeinflusst nicht nur die Druckzeit, sondern auch wie glatt die Außenseiten sind und wie gut Details zur Geltung kommen. Eine Schichthöhe von zum Beispiel 0,2 bedeutet, dass jede Druckschicht 0,2 mm, also ein Fünftel Millimeter hoch ist. Dies ist der aktuelle Standard bei den meisten FDM-Druckern. Bei feineren Einstellungen von 0,12 mm oder 0,08 mm sind die Schichten entsprechend dünner und Details werden besser herausgearbeitet. Allerdings muss der Drucker nun mehrere Schichten drucken, um auf dieselbe Höhe wie mit einer einzigen 0,2 mm Schicht zu kommen. Entsprechend verdoppelt bzw. verdreifacht sich hier mal eben die Druckzeit eines Modells. All das wird euch stets im Slicer angezeigt. Klickt bei jeder veränderten Einstellung einfach kurz auf Slicen, um die aktualisierten Druckzeiten und auch den Filamentverbrauch zu sehen. Ich persönlich drucke auf meinem Bambu P2S meistens in 0,12 mm Schichthöhe. Diese Schichthöhe ist für mich der beste Kompromiss zwischen Qualität und Geschwindigkeit. Übrigens ist es bei bestimmten Objektformen völlig egal, wie dünn ihr eure Schichten wählt. Denn bei flachen Steigungen fallen die Ränder der jeweiligen Schichten leider immer auf. Das ist also völlig normal und aktuell nicht zu verhindern, selbst mit den bestmöglichen Einstellungen. Hier kann man nur die technische Entwicklung abwarten, ob FDM-Drucker irgendwann noch dünnere Schichten drucken können. Eine weitere wichtige Einstellung in Sachen Druckqualität ist das sogenannte Ironing. Das ist Englisch für bügeln und gibt an, ob zum Beispiel die obersten Flächen eines Modells extra geglättet werden sollen. Dafür müssen diese Flächen aber auch wirklich waagerecht sein, sonst seht ihr trotzdem die Treppchen bzw. die Ränder von den jeweiligen Schichten. Und klar, Ironing verlängert die Druckzeit spürbar. Wie ihr jetzt schon an diesen wenigen Einstellmöglichkeiten seht, ist ein Slicer ein enorm komplexes Programm. Aber keine Angst, nutzt für den Anfang einfach die Standardoptionen, denn die sorgen in der Regel schon für sehr gute Druckergebnisse. Wenn ihr dann irgendwann tiefer einsteigen wollt, gibt es zahllose Tutorials auf YouTube und Testverfahren, um die Einstellung an eurem Drucker zu optimieren. Manche Hersteller veröffentlichen ihre Druckdateien auch mit Drucktipps in Form von PDF-Anleitungen. Da lohnt es sich ebenfalls immer reinzuschauen. Neben der Druckqualität könnt ihr im Slicer auch euer 3D-Modell an sich modifizieren. Zum Beispiel, um es größer oder kleiner auszudrucken. Klickt hierfür einfach auf Scale und gebt entweder den gewünschten Prozentwert oder ein konkretes Maß ein. Ist hier das Häkchen gesetzt, werden auch die anderen Werte automatisch mit umgerechnet. Ansonsten verändert ihr nur den Wert für die X-, Y- oder Z-Ausdehnung. Zudem lässt sich über die Rotate-Funktion auch die Ausrichtung eures Modells auf der Druckplatte verändern. Das ist besonders praktisch, wenn ihr mehrere Modelle ausdrucken wollt und den vorhandenen Platz optimal ausnutzen möchtet. Und ist ein Modell mal auf den ersten Blick zu groß, probiert aus, es um 45 Grad zu drehen und somit diagonal auf der Druckplatte zu platzieren. Mit der Arrange-Funktion lassen sich mehrere Objekte platzsparend anordnen. Allerdings muss man hier manchmal auch manuell nachhelfen, aber das automatische Arrangieren ist definitiv ein guter Anfang. Und hilft einmal alles Arrangieren und Rotieren nichts, nutzt die Cut-Funktion, um ein zu großes Modell zu zerschneiden. Üblich ist hier ein gerader und verlustfreier Schnitt wie mit einem Messer.
Aber es gibt auch eine verzahnte Schnittvariante, um die Teile später wieder passgenau zusammenzustecken. So ein Steckkomfort ist aber auch bei einem geraden Schnitt möglich, indem ihr Konnektoren hinzufügt. So, das war's mit dem ersten Teil dieser Serie. Im zweiten Teil geht's unter anderem um die gängigsten Fehler, die beim Druckprozess auftreten können und wie man diese verhindert. Außerdem zeige ich euch mehrfarbiges Drucken mit und ohne AMS-Zubehör und gebe euch viele weitere nützliche Tipps. Bis dann!